Was gibt's, Jungs? Seeungeheuer. Was, in dem See sind Seeungeheuer? Leute, Mann, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Auf geht's! Flexi, die Jungs haben recht. Hier steht es, Warnung. Julia, Biest und Kraken befinden sich in diesem See. Hey, Mann, schau mal, was da steht. In diesem See sind Julia, Biest und Kraken zu Hause. Oh mein Gott, Freunde, wir müssen ein Stück zurück. Leute, die wohnen hier. Hier wohnen Julia, Biest und Kraken. Diese Seeungeheuer, diese Seemonster wohnen hier in dem See, wo wir uns gerade befinden. Hier steht aber noch was. Und zwar steht hier Füttern verboten. Und guckt euch mal Julia, the Beast an. So sieht Julia und aus. Kraken, schau dir mal Kraken an mit diesen Augen. Heftig, Freunde, Mann. Das bedeutet, Flexi, lass uns die Drohne starten und die hier beobachten. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Leute, in diesem See befinden sich Julia, Biest und Kraken. Was ist aber, Flexi, wenn sich in diesem See noch Seeiter befinden? Elkan, Maya und Blutmann, alle 5. Ich wollte gerade sagen, sag mir jetzt nicht alle 5 in diesem See hier. In dem See hier sollen alle 5 sein. Das kann doch nicht sein. In dem 5, wir müssen doch endlich mal die Drohne starten. Flexi ist verrückt, Mann, Leute, der will sehr gefressen werden von den Monstern. Starte die Drohne, ich komm nicht zurück. 3, 2, 1, Flexi, let's go. Komm raus, Flexi! Komm, Flexi, komm, schnell! Flexi, Mann, bist du verrückt, Freunde? Ihr seht das, die Drohne ist jetzt in der Luft, Mann. Flexi, lass uns nach Hause gehen, da sind wir viel sicherer als hier. Zu Hause ist sicherer als hier. Wir müssen doch alle Monster sehen, Mann. Guckt euch mal Flexi an, nach Hause, Käme, nach Hause! Komm, auf geht's! Schaut euch mal an, wie groß der See ist, aber ihr habt Max und Luca gehört, Mann. Hier befinden sich angeblich Kraken und Julia Biest, Mann. Ich weiß gar nicht mal, wie die aussehen. Bei Kraken kann ich es mir vorstellen, dass Kraken vielleicht aussieht wie ein Kraken. Oder ein Oktopus, sowas in die Richtung. Aber Julia Biest hört sich ein wie Schöne und das Biest, aber Julia und das Biest. Oder wie Julia Beautix. Den recht. kennt man doch auch, oder? Richtig, Julia Beautix, aber Julia Biest als Unterwasser-Seemonster? Ihr habt das Schild gesehen und das Schild hing dann im Geländer und es lügt nicht, Mann. Da stand dran, Warnung, Achtung. Wow! Die sind 4 Stück, das ist Julia Biest, die rote. Ihr habt es gesehen und da war noch Seeiter, da war Elkan, Maha und Blue. Oh mein Gott, warte mal. 4 Stück haben wir jetzt alleine schon gesehen, allein in dem See? Julia Biest, Ja? Seeiter, Ja? Blue und Elkan, Maha. Auf jeden Fall aber nicht Kraken. Wo ist Kraken? Kraken fehlt noch, Freunde, Mann. Heftig. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da und schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, welche Seemonster wohnen noch in dem See? Aber ich sag dir was, Flexi, Mann. Ihr wisst ja, alles diese großen Tiere sind sowas wie Fische, Wale, aber ein Oktopus ist so ein Fisch. Das ist kein Fisch, weißt du? Das ist ein Riesenunterschied. Das ist Der so. hat hunderte von Armen. Und die anderen, die schwimmen so und der Kraken macht zu. Vielleicht versteckt er sich, vielleicht hat er Angst, Freunde. Deshalb, vielleicht ist er unter Wasser, aber zum Glück sind wir ja mit der Drohne dort. Das heißt, wir können den ganzen See in Ruhe entspannen mit euch zusammen. Oh mein Gott! Ah, nee. Oh mein Gott. Das waren Äste oder Bäume. Ich dachte, es Die wären die Arme? Arme vom Kraken, Mann. Hast du mich gerade erschreckt? Freunde, Ich dachte Mann, wirklich. ich bin so blöd, Mann. Das waren ein Baum, ein umgefallener. Das waren die Wurzeln, aber nicht... Die Wurzeln können so aussehen wie die Arme vom Kraken. Aber Freunde, Mann. Leute, Seeiter! Julia! Oh mein Gott! Godzilla! Und Kraken! Das sieht aus wie eine Schlange! Aber das war Kraken. Sicher, aber es hatte keine Arme! Warte sah mal. aus wie eine Seeschlange! Stopp, warum ist da Godzilla im Wasser? Weiß ich auch nicht, warum. Hä? War das echt Godzilla? Haben wir das richtig gesehen? Leute, lasst mal ein Like da, wenn wir das richtig gesehen haben, dass das Godzilla war! War das Godzilla oder war das Kraken? Vielleicht war es Kraken, vielleicht irren wir uns. Aber das letzte war auf jeden Fall eine Seeschlange, weil das war... Und ich frage mich eins, Flexi, ihr seht es ja selber, warum ist dieser See, was ist das da, was schwimmt da, warum ist der so voller Müll, was ist das? Ich weiß es, Mann. Siehst du, dieser See ist im Wald versteckt. Und das bedeutet, du siehst auch keine Menschen dort. Ja, du hast das recht. ist doch der perfekte Ort, um sich zu verstecken als Seemonster. Ich will trotzdem wissen, was da in dem Wasser ist. Freunde, ich fliege jetzt näher und ich drehe die Kamera nach unten, ihr seht es, Mann. Aber du darfst auf keinen Fall reinfliegen. Warte mal, was ist, wenn das Kraken ist? Das Ganze ist Kraken. Aber das bewegt sich nicht, oder? Das sind eher die Verstecke, Die oder? Drohne, ihr seht unsere Drohne direkt in der Mitte, das sind wir. Leute, lasst mal ein Like da. Ihr seht es, wir sind gerade so knapp über dem Wasser mit der Drohne. Alter, da unten verstecken sich die Monster, Mann. Und da ist unsere Drohne. Ich sehe sie live im Spiegel. Das sind doch die Fühler von dem Kraken, die Tentakeln. Bist du die dir Tentakeln sicher? vom Oktopus. Ja, aber die bewegen sich ja überhaupt nicht. Ihr wisst doch, was die Tentakel sind. Natürlich. Die einzigen- Pass auf, die Kämpfe! Wow, warte mal! Seeiter hat Julia Biest gegessen. Einfach so. Was geht Mit jetzt? einem Hub so. Warte mal. Bam. Warte ganz kurz. Seeiter ist weg. Was ist das für ein verrückter See? Was ist das Warte für ein mal. verfluchter See? Die ganzen Seemonster treffen sich in diesem See, Ja. weil dort niemand sonst ist und dieser See versteckt ist und kämpfen dort. Das heißt aber, Seeiter hat Kraken gegessen, weil wir haben Kraken noch nicht gesehen bis jetzt. Dann hat auf jeden Fall Seeiter die erste Runde gewonnen.
Aber okay, warum ist dann Seeeater nicht Elkan Maher oder Blue? Ja, das kommt vielleicht warum noch. Warum nur Julia Beast? Deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Wir wissen selbst nicht, was jetzt noch alles in diesem See passiert. Lasst ein Like da und wir sehen, was passiert. Du siehst den Schatten, Flexi, Mann. Ich mach mal einen Pfeil da. mit den Schatten. Leute, Mann, wie krass ist Der das? ist riesig. Leute, da ist irgendein Monster drunter. Irgendein Monster muss Das bedeutet, die meisten sind jetzt gerade auch noch unter Wasser. Das bedeutet nicht nur, dass der See übertrieben groß ist. Das bedeutet, es ist auch ein richtig tiefer See. Vermutlich der tiefste See in ganz Deutschland. Am besten ist, wenn wir bei Was Wir das nächste Mal den See mit Unterwasserkameras mal unter Wasser beobachten. Vielleicht machen wir das morgen. Schaltet morgen auf jeden Fall wieder ein bei Was Wir. Bei Was Wir, unserem anderen Kanal. Lasst dafür auf jeden Fall ein Like. Oh mein Gott! Warte, das war wieder Julia Beast. Wo kommt die her? Und die Seeschlange ist... Ich check gar nichts mehr, Freunde. Ihr habt es gesehen, Leute. Ihr habt es doch gesehen. Spult zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Und wer noch? Blub, ne? Blub. Die tauchen immer wieder auf. Wie krass ist das denn? Ich sag wir dir können es eins. nicht wissen. Der Seeeater heißt zwar Seeeater, aber der isst die gar nicht. Der verschluckt die und dann spuckt er sie wieder aus. Kann Das kann natürlich sein. Der putzt die oder so. Oder dieser ganze See ist vom Seeeater ausgespuckt worden. Aber du siehst es auch in der Mitte, Flip. Da ist Da irgendwie, muss was. da ist so was Weißes. Das sieht irgendwie aus wie El Gran Maha oder Giant Blue. ja, aber ihr Irgendeiner seht diesen davon. weißen Schaum und Schimmer und Schleim auf der Seeoberfläche. Mann, was Ich glaube, das ist ausgespuckt. Verstehst du? Ja, natürlich Irgendwie die Spucke, oder vom Maul ausgespuckt alles und deshalb dieser ganze Schleim. Zum Glück sind wir nicht da drin, sondern nur die Drohne Ja, ich- fliegt über dem See rum. Gänsehaut, so ekelhaft ist diese Vorstellung, dass diese Fische da irgendwie in Schleim Ist ausspucken. da ein Weg? Das ist doch ein Weg. Warte mal, das sind Leute, Kevin. Leute, das sind Menschen. Oh, die rennen! Natürlich rennen die. Die haben gerade auch wahrscheinlich die Monster gesehen. Warte mal, die rennen um ihr Leben, kann das sein? Bitte rennt schneller. Ihr Ich müsst folg da dir. weg. Keiner darf jetzt zu diesem Zeitpunkt an dem See sein. Rennt weg, rennt weg. Guck mal, Flexi, die zwei Mädels, Die rennen in den Wald. die hauen Ja, ab. sehr gut. Weg vom Wasser, so schnell es geht, weit weg vom Wir Wasser. sind zu Hause, aber was auch sicher ist, wahrscheinlich der Wald. Sie sind sicher, Mann. Diese zwei Mädels sind sicher. Gott sei Dank, Freunde. Leute, ihr dürft jetzt zu 100% nicht an den See, auch nicht am Rand sein. Ihr dürft auch nicht abschalten. Bitte schaut das Video bis zum Ende und hey, Natürlich. tut uns einen Gefallen. Abonniert diesen Kanal, denn abonnieren ist komplett kostenlos. Was, Kevin und Flexi jetzt abonnieren? Aber natürlich sofort und ein Like da lassen. Okay, Flexi, wir wissen jetzt auf jeden Fall, es sind alle Seemonster hier drin, bis auf Kraken. Kraken haben wir noch nicht gesehen. Kraken haben wir noch nicht gesehen, sonst sind alle da und die zwei Menschen, die dort waren, sind weggerannt. Sicher ist sicher. Deshalb, oh mein Gott, Soll ich mal höher fliegen? Komm, ich flieg mal so hoch es geht, Freunde. Was haltet ihr davon? dass du mal den ganzen See auf der Drohne hast. Guck mal, hier steht's. Wir sind jetzt bei 80 Meter, 85, Du gehst 90. Leute, ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal auf 200-300 Meter hoch. Oh mein Und Gott. Gucken wir uns mal alles von oben an, oder? Du gehst ja genauso hoch wie unsere Likes. Immer höher die Likes und immer höher die Drohne. Jetzt haben wir langsam den ganzen See drauf, Oder? oder? Hier schon 180 Meter, Freunde. 180 Wow. Meter. Das schafft die Drohne? Locker, die schafft 500-600 Meter. Aber schau mal hier zum Beispiel, der See endet einfach am Waldrand. Was fällt dir noch auf, Flexi? Diese Sache in diesem See. Nein, das ist kein natürlicher See. Dieser See ist viereckig. Dieser See wurde angelegt. Das ist ein Laborium. Ein Labor. In diesem See hast recht. werden irgendwelche Fische Welcher getestet. See hat denn bitte rechte Winkel mit so Ecken? Tak, 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 tak. Mann. Das ist ein Rechteck, schau Das kann dir. doch nicht sein. Das ist der ganze See. Ich sag dir eins, das ist bestimmt ein See von einem Labor in der Nähe. Und da werden vielleicht die ganzen Seemonster gezüchtet. Ich schau mich mal um. Leute, wir gucken jetzt mal in der Landschaft rum. Schaut mal, wie versteckt das Alter, ist. Flexi, da. Mitten im Wald. Guck mal. Industrie. Nein, Mann. Eine Das Fabrik. ist eine kleine Stadt und da werden die Monster gezüchtet. Natürlich, das sieht aus wie eine Fabrik. So ein Fabrikgelände. Ich sag dir eins, Mann. Wir sind hier irgendwie eingedrungen. Wir dürfen hier Da, gar schau nicht doch sein. mal die ganzen Solaranlagen Du hast und recht. Schornsteine wie eine Fabrik. Und dann kommt ein Wald. Und dann ganz hinten im Wald kommt dieser rechteckige See. Ihr seht ihn. Abgezäunt von der Menschheit, dass da keiner nachbekommen kann. Keiner kann feststellen, was da passiert. Deshalb waren auch, wie viele Menschen waren dort? 2 Stück und die sind sofort weggerannt. Sind weggerannt. Sonst keiner. Bei so einem Wetter sind da hunderte Menschen. Eins, Flexi, Mann. das Keiner ist wahrscheinlich weiß von dem verboten. See. Doch, ich sag dir, wer das weiß. Max und Luca, die wissen auch von dem See, Mann. Zum Glück waren die dort und haben uns informiert darüber, Weißt du dass was? da die ganzen Seemonster sind. Vielleicht wollten die, dass wir abhauen. Ey, Und wir Leute, starten lasst die mal Drohne. alle ein Like da für Luca und Max, Mann, dass sie uns gewarnt haben. Aber wir starten die Drohne so verrückt, wie wir sind. Wir hätten gehen sollen wie Max und Luca, die Hey, abhauen. es ist nicht schlimm, wenn wir die Drohne starten. Wir sind ja sicher, wir sind hier. Wir sind zu Hause. Und ihr seid auch zu Hause und schaut unser Video und lasst Und ihr ein schaut Like das da. Video bis zum Ende. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Mann. Natürlich, zum Glück sag ich ja, Guck mal, wir Flexi, sind, da ist keiner mehr. Siehst du diese
kleine Ecke. Da fliegen wir jetzt mal hin, Freunde. Da ist irgendwie so ein Weg ins Wasser. Da gehen wir jetzt mal hin. Das ist irgendwie außergewöhnlich. Normal alles gerade und rechteckig, aber da ist irgendeine Ecke. Und das ist nicht Kraken, ganz genau, nicht Kraken. 2 Bäume, die da einfach ins Wasser gelegt wurden. Das ist ja auch, das macht doch keiner. Das hat irgendein Mensch gemacht. Das muss ein Mensch gemacht haben. Oder es war einer von den Monstern und die haben die Bäume abgerissen. Schau mal hier. Da stimmt, da ist so eine Einbuchtung, oder? Was ist da? Nichts, oder? Was ist da? Guck mal hier, Freunde. Ja, stimmt, kannst dich erinnern. Am Anfang des Videos standen wir hier und haben das Schild gesehen. Gucken wir mal, ob das Schild noch da ist, oder? Ja, natürlich. Leute, wir fliegen direkt ran mit euch und schauen, ob das Schild hier ist. Vielleicht ist das Schild ja noch... Da ist es doch, oder? Das ist das Schild, was wir am Anfang des Videos gesehen haben. Ihr könnt es sehen. Warnung, Julia Beast, Kraken und die wohnen hier in dem See. Ja, wir haben noch viel mehr gesehen als die beiden. Aber dieses Warnschild war eben, dass da Seemonster in dem ganzen See wohnen. Elkramaya, Sea Eater, Blue, alle waren da. Alle. Und nicht füttern. Man darf sie nicht füttern. Denkst du, ich fütter die nur freiwillig? Natürlich nicht. Die nehmen uns zum Essen, die essen uns Menschen. Eben, deshalb sind wir im Hauptquartier und die 2 Mädels sind weggerannt. Das war das Warnschild, ganz genau. Und deshalb zum Glück hatten wir die Drohne dabei und sind damit in die Luft gegangen. Die 2 Mädchen, die weggerannt sind vorhin, die haben hier gesehen, dass dieses Schild steht. Die standen ja genau da, so wie die. Warte. Da liegt jemand, da liegt jemand. Die sind wieder zurück. Jungs, ich dachte, ihr seid nach Hause gegangen. Was macht ihr noch hier? Wir müssen doch aufpassen. Wir haben doch alles gesehen, was für Seemonster da drin wohnen in dem See. Ja, hallo, Max und Luca. Hi, wir sehen euch. Ja, was ist los? Die wollen uns irgendwas sagen, Freunde. Ihr dürft nicht abschalten. Die wollen Schau mal, sagen. Die gehen jetzt wieder zu dem Schild zurück, oder? Darüber, okay? Gehen die zu dem Schild? Gehen dahin. Leute, Mann, die riskieren ihr Leben für uns. Was für Ehrenmänner! Das sind richtige Ehrenfans. Leute, jeder, der zuschaut, lasst mal ein Like da für die 2 Ehrenfans. Warte mal, die zeigen uns das. Genau, das kennen wir. Genau. Alles klar, was geht? Hey. Ja, da ist Julia Beast in dem See, das wissen wir. Genau in dem See, Die wollen uns was sagen. Die wollen uns sagen, dass Julia Beast und Elkramaya in diesem See sich befinden. Und wir sollen weiterfliegen. Ja, das machen wir natürlich. Ey, wir fliegen direkt weiter. Wir werden jetzt Kraken finden. Wenn die 2 das sagen, dann fliegen wir natürlich zu 100%. Oh mein Gott! Diese Schlange ist Sea Eater, Blue, Elkramaya, jeder, Godzilla sogar. Das waren gerade 6 Stück, oder? 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ihr spult zurück, ihr zählt nochmal nach. Waren es 6 Stück? Es waren 6 Stück. Aber jetzt Leute mal, der See ist nicht der größte der Welt. Wie passen da 6 Stück rein? Ich habe langsam die Erfahrung, dass es der tiefste See der Welt ist. Der tiefste See ist. Flexi, der geht bestimmt einen halben Kilometer runter. Er sieht zwar klein aus, aber ich glaube, dass der echt mega tief ist. Dass ein Riese dort richtig Platz haben kann. Es ist verrückt, Mann. Was geht ab? Und das Krasse ist, Max und Luca zeigen genau dahin, als hätten die es gewusst und gespürt, die haben es geahnt, dass jetzt alle kommen. Ist das, so Mann. Viele Seemonster in einem See. Geil, Julia Beast, Seeschlange, Kraken, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, wir fliegen jetzt noch ein letztes Mal mit euch an das andere Ende. Da haben wir nämlich vorhin diese Schlange gesehen und Godzilla. Hier war das genau. Vielleicht kommen die jetzt wieder, Leute. Ihr seid gespannt. Wir sind gespannt. Lasst ein Like da. Ich sehe schon auf jeden Fall, selbst die Enten sind abgehauen. Da waren vorhin noch Enten, die haben da geplanscht. Die sind jetzt auch weg. Alle sind weg. Ich glaube ganz genau. Ich wollte gerade sagen, nur noch da ist ja niemand mehr. Heftig. Nur noch nicht mal wir. Nur noch unsere Drohne ist dort. Sonst ist dort kein Mensch mehr. Und wenn die Drohne abstürzt, dann ist es halt so. Aber wir sind sicher, uns kann nichts passieren. Das ist okay. Ja. Natürlich. Aber lieber die Drohne anstatt uns 2, oder? Ja, natürlich. Deshalb sind wir ja sicher zu Hause und haben nur vor Ort die Drohne. Sicher ist sicher. Okay, hier seht ihr nochmal den Ast. Abgerissenen Baum. Baum. Ja, Baum. 2 Bäume hat irgendeinen Menschen reingeschmissen. Sea Eater und Blue und Elkramaya. Alle 3. Deshalb sind wir wieder zurück an Land gegangen, dass wir 100%ig sicher sind. In diesem Tretboot war es einfach viel zu unsicher, viel zu wackelig auf dem Wasser. Und wenn dann der Sea Eater kommt, ihr werdet es nachher noch sehen, wenn wir ihn hier treffen, dann wird er uns aufessen, Flexi, Mann. Der ist so groß, der ist größer, angeblich größer als alle beiden anderen Fische wie Blue und Elkramaya. Und ihr wisst ja, wie groß Elkramaya ist. Nein! Da ist der Sea Eater! Das ist der! Ihr seht den Sea Eater! Hier ist der Sea Eater, Freunde, Mann! OMG, Flex, wie heftig ist es? Wir haben ihn live entdeckt! Hast du die Arme gesehen? Ey, und er ist wieder untergetaucht. Der läuft sozusagen durchs Wasser und sein Mund ist ein riesen... Was ist das? Wie so ein Tunnel. Ja, weiß ich nicht, irgendwie. Damit kann er alles aufessen. Er kann einfach Flexi, damit alles schlucken. Ich muss dir danken. Danke, Flexi, dass du gesagt hast, dass wir an Land gehen sollen. Ich wollte erst auf dem Tretboot die Drohne fliegen, aber Flexi hat gesagt, wir sollen auf Land gehen, Mann. Sicher ist sicher. Du hast gesehen, wie groß der ist. Der hätte uns mit dem Tretboot einfach verschlungen.
einfach geschluckt gegessen. Das Krasse ist, in diesem See haben wir auch letztes Elkran Maya gesehen. Und jetzt ist hier auch noch Sea-Eater. Und wir haben Blut gesehen dort. Ey, alle drei in diesem See. Ich bin gespannt, was passiert, weil angeblich wird Sea-Eater Bloop und Elkran Maya immer angreifen. Leute, ihr lasst jetzt alle mal ein Like da. Und die größte Frage ist, warum treffen sich alle drei Riesenmonster hier in diesem See? Wahrscheinlich ist der Sea-Eater der Aufpasser der Meere. Er heißt ja Sea-Eater. Er ist sozusagen den See oder den Ozean. Vielleicht ist das der Chef. Alter. Der Chef von allen anderen riesigen Fischen oder Riesenmonstern. Ihr habt es gesehen, da sind noch ein, zwei Leute auf dem Wasser hier auf dem See und paddeln mit ihrem Kajak oder Floß durch die Gegend. Die wissen doch gar nichts von dem Unglück. Die haben einfach nur Glück, weil die haben wahrscheinlich noch gar nicht gesehen, was da für Monster in den ganzen See rumschwimmen. Stell dir mal vor, der Sea-Eater taucht vor den Augen und die sehen es direkt. Junge. Zu spät. Ich würde sagen, dann ist es einfach zu spät. Deshalb, Leute, bleibt auf jeden Fall dran. Diese Folge wird richtig, richtig spannend. Welcome to Was Wir! W-A-S-W-I-R. Jetzt in die Kommentare. Schreibt mal alle unseren Kanalnamen rein. Was Wir. Gerne mit Abstand was, Abstand wir oder zusammen. Eigentlich zusammen, Freunde. Was Wir und die Hitze gehört dir. Und das Wasser auch, Flexi. Man, da vorne ist noch ein Segelschiff. Ihr seht es? Oh, mit einem roten Segel. Ja, finde ich cool. Finde ich auch cool. Weil die meisten Segel haben immer einen weißen. Der fährt auch Richtung Land, Mann. Ich glaube, der hat den... Wow, nein, alle drei! Nein! Oh mein Gott, Freunde, ihr habt es gesehen, Freunde. Das Segelschiff ist einfach weg. Da war Bloop und Elkran Maya und Sea-Eater und Bloop hat das Segelschiff gegessen. Alle drei auf einmal in einem... Ich wollte gerade sagen, wollten sie zusammen kämpfen? Nein. Alle drei gegeneinander? Die wollten einfach nur dieses Segelschiff essen und ihr habt es gesehen, das Segelschiff ist weg, einfach gegessen. Wer am schnellsten das Segelschiff ist, das war die Challenge. Und ich glaube, ich weiß es nicht, es war glaube ich Bloop, oder? Was gewonnen? Ich glaube Bloop hat es gegessen. Bloop oder Sea-Eater? Nein, boah, ich weiß es nicht, die sahen ähnlich aus. Beide so grau. Elkran Maya beide kamen von der Seite, ich glaube es könnte Sea-Eater gewesen sein. Ihr spult zurück und schreibt es uns mal bitte. Leute, man, krass, aber alle drei. Alle drei habe ich noch nie gesehen. Noch nie alle drei gleichzeitig im See, ja, die muss im Wasser. Mal aufzählen. Sea-Eater, Bloop und Elkran Maya. Es kann doch nicht sein, dass sie alle drei auch gleichzeitig erscheinen. Das Seeessen. Nein! Das Sea-Eater. Oh mein Gott, da ist Sea-Eater, das ist Sea-Eater. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie der da durchs Wasser läuft und schwimmt und watschelt? Der sucht irgendjemand. Läuft der oder schwimmt der mit diesen Händen? Der passt auf, wie du sagst, der ist der Chef und der bewacht hier den See. Echt jetzt? Natürlich, der Flex, ihr habt es gesehen. Ihr habt es doch auch gesehen. Der war. Aber was ist dann mit Bloop und Elkran Maya? Viel zu heiß, man, viel zu heftig, Freunde, weil ich weiß es nicht. Okay, flieg auf jeden Fall mal weiter. Elkran Maya und Bloop sind jetzt ein Team und Sea-Eater nicht. Das heißt, Elkran Maya versus Sea-Eater. Beide? Also 2 gegen 1. 2 gegen 1. Warum? Weil Sea-Eater doppelt so groß ist. Voll der größte, ja. Und das Maul auch riesig ist. Wobei der älteste ist angeblich Elkran Maya. Ihr wisst es ja, in Spanien hat die noch 15. Jahrhundert was, oder? 15. Jahrhundert was, ja. Okay. Aber guck mal, wie hoch es da geht. Alter. Das sind die Berge vom See. Da könnten wir uns gut verstecken. Auf jeden Fall. Wären wir dort, wären wir noch sicherer, als wir jetzt auf dem Land sind. Und ihr seht, wie groß dieses See ist, dieser Meer. Was ist das, Mann? Ozeansee. Ozeansee? Ganz genau. Und ihr habt ja gesehen im Verhältnis, wie groß Elkran Maya und wie groß der Sea-Eater ist. Riesig. Ihr habt gesehen, Sea-Eater ist nochmal größer als Bloop und nochmal größer als Elkran Maya. Die Fernbedienung ist der Fisch oder das Monster und diese kleinen Finger sind Menschen. Guckt euch mal das im Verhältnis an. Nicht nur das, diese Fernbedienung und unsere Drohne ist eigentlich eine Ameise dagegen, wie groß diese 3 Fische sind. Wahnsinn. Monsterfische, Monsterhaie, ich habe keine Ahnung. Ich weiß Kreaturen. Ich sehe nur, dass da auf dem See jetzt noch viel weniger Menschen sind als davor. Cayman, schau mal den Schatten an. Im See. Du hast recht. Oh mein Gott. Habt ihr es gesehen, Freunde? Da war ein Riesenschatten. Der war riesig. Ich zeige ihn euch nochmal. Warte, guck mal, wo ist er? Warte, okay. Du siehst da den Anfang vom Schatten. Oh mein Gott, das könnte die Schwanzflosche sein. Alter, die Flosse. Junge. Oh mein Gott. Oha, was geht da ab? Und dieses Leute, seht ihr das, Leute? Da schwimmen Leute drin. Und unter denen ist der Sea-Eater oder Elkran Maya oder Bloop. Du siehst doch den Schatten. Unter denen, Leute. Der schwimmt unter denen durch. Flex, ich muss näher fliegen. Leider können wir denen nicht helfen, Mann. Wir können ihnen nur ein Signal geben mit der Drohne. Oh mein Gott. 3 Leute schwimmen Schau auf mal hier dem rechts. See. Auch noch einer. Wow! Oh nein! Da kommt Sea-Eater! Oh mein Gott, Sea-Eater! Er ist vorbeigeschwommen, Gott sei Dank. Er ist vorbeigeschwommen. Alter, wie...
Ey, ihr habt's gesehen. Dieser eine Surfer hier, der ist vor Schreck runtergefallen und in dem Moment kam Sea-Eater. Aber da siehst du mal, was Sea-Eater vorhatte. Jetzt weißt du ganz genau und ihr genau, was hatte Sea-Eater vor? Er wollte ihn essen! Wie krank ist das, Mann? Wie heftig. Gott, er hat ihn zum Glück nicht erwischt. Ihr müsst für dieses Video jetzt auf jeden Fall ein Like da lassen und diesen Kanal abonnieren, denn abonnieren ist komplett kostenlos auf YouTube. Es ist YouTube. Einfach abonnieren klicken und da würden wir uns riesig freuen. Abonnier jetzt bitte. Und am besten jetzt, jeder der zuschaut, lasst einfach mal ein Like da für die krasse Folge von Was Wir. Du hast recht, aber hier sind überall Schatten, Flexi. Der Große, der Große. Ihr seht auch den Schatten, oder Freunde? Dann flieg mal hin, Cayman. Soll ich echt hinfliegen, Mann? Oh mein Gott. Alter, guck mal, der Schatten zieht sich über den ganzen See. Oh! Ich kann nicht mehr, Mann. Oh mein Gott. Wow, 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 wow. Hey, hey. Cayman, pass auf. Ich bin jetzt 2 Meter über Wasser, ihr seht es. Ich wollte gerade sagen, was passiert, wenn du die Drohne ins Wasser lenkst. Dann ist die Fall, Drohne weg. In diesem Fall wäre sie kaputt, weil unsere Unterwasserdrohne haben wir nicht mitgenommen dieses Mal. Da wäre die Drohne kaputt und wir hätten nicht eine einzige Aufnahme mehr. Schau mal, das sind noch 4 Segler oder Immer 4 noch. Surfer auf dem Wasser. 2 schwimmen schon Richtung Land. Es sind extra wenig Leute hier auf dem See. Warum? Weil die meisten wahrscheinlich Bescheid wissen, oder? Ja, Leute, ich glaube, die wollen mit der GoPro geile Aufnahmen machen. Vom See, oder Das was? sind so wie Ghostbusters, so Geisterjäger, gehen die halt auf den See und gehen Monster jagen auf den See. Die jagen Fische. Und die haben aber nicht überhaupt- normale, sondern Schau, Riesenfische. die fahren los, die fahren raus. Oh mein Gott, nein! Alter. Der weiß doch gar nicht, was da drin abgeht! Das ist doch Elkan egal. Meyer, Blue! Der macht alles für- Sea-Eater, alle 3 sind in diesem See! Ey, das ist viel zu heftig. Und die ganzen Autos, die flüchten, schaut sich an. Einer fährt in die Richtung, der andere in die Richtung. Alle sind voller Panik. Dann wissen sie, was abgeht! Sie fahren alle wieder nach Hause! Meinst du? Natürlich! Wow! Ah, nein! Das ist Elkan Meyer. Elkan Meyer! Alter, Flexi, das glaube ich jetzt nicht. Freunde, spult zurück. Habt ihr das gesehen? Das war Sea-Eater, der Elkan Meyer gegessen. Also wird immer größer. Ja, aber ganz einfach. Der hat die ganze Drohne fast mitgenommen. Oh mein Gott! Dann kannst du dir mal vorstellen, wie groß und gefährlich Stopp. Sea-Eater ist. Der Sea-Eater hat gerade Elkan Meyer aufgegessen. Elkan Meyer existiert nicht mehr jetzt, oder was? Und ich dachte, Elkan Meyer ist gefährlich. Aber was ist dann mit Sea-Eater? Sea-Eater ist ja übel krass. Ich habe den völlig unterschätzt. Der muss ja doppelt so groß sein wie Mann. Elkan Meyer. Gott, Leute, Mann, ihr habt es gesehen. Elkan Meyer ist jetzt weg. In den Bauch. Was ist, wenn sich Elkan Meyer befreit aus dem Bauch? Echt? Ja, Geht das? Weiß ich nicht. Guck mal, Elkan Meyer ist doch nicht doof. Elkan Meyer würde doch nicht einfach so gefressen werden. Der kämpft natürlich weiter. Zum Glück sind wir an Land. Ich kann mir richtig vorstellen, warum sich keine anderen Menschen mehr an den See trauen. Ja, natürlich. Oder ins Wasser trauen. Stellt euch mal vor, ihr steht da draußen auf dem Straße oder oben auf dem Berg und ihr seht dieses Riesenmonster ein anderes Monster essen. Was würdet ihr machen? Da würdest du doch nicht extra wirklich ins Wasser gehen. Da würde ich mich niemals trauen, mehr ins Wasser zu Nie gehen. mehr. Oder in den See oder irgendwo hin. Ey, krass, Oder ins Alter. Meer oder in den Ozean. Ich stell mir Egal grad vor, wohin. ich wäre ein Kind, Mann. Ich hätte Angst, wenn ich dieses Video schauen würde, Mann. Deshalb, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, Mann. Es ist super spannend. Ihr Zum seid Glück sicher. sind wir mit der Drohne dort. Das bedeutet, dass wir sehr, sehr hoch in der Luft sind und wir sind richtig sicher an Land. Und ihr braucht keine Angst haben, denn Elkan Meyer und Sea-Eater und Blut befinden sich nur in diesem See. Wenn du jetzt natürlich auch hier Urlaub machst, hast du Pech. Ja, nur in diesem See. Bei allen anderen Gewässern oder im Meer gibt's das nicht, sondern in diesem See. Wir haben das extra für euch. Aktuell Flexi. Ja, das stimmt. Vielleicht schwimmen die raus, Freunde. Man schaltet nicht ab, wir suchen weiter, Leute. Du weißt ja nie, wo die alle hinschwimmen. Ich weiß nicht, guck mal da. Sea-Eater ist so groß, der kann auch ins Meer schwimmen. Hier haben wir letztes Mal, das war der Eingang von Bloop und Elkan Meyer, diese Seebank. Siehst du das? Oder war das vielleicht der Sandbank. Eingang vom Sea-Eater? Ich weiß nicht, aber diesmal kommt keiner rein und raus. Da sind wir nämlich rein und rausgeschwommen. Hier, siehst du es doch. Stimmt, da kommt keiner. Das ist nur ein einzelnes Das ist die Boot. Sandbank, Freunde. Da ist der ein Eingang. einzelnes Boot, dieses weiße Boot. Siehst du Aber das? da ist kein Sea-Eater mehr. Okay, okay. Elkan Meyer gibt's auch nicht mehr. Was? Die Leute machen dort Urlaub? Ich glaube, die machen zu komplett falschen Zeitpunkt Urlaub, Mann. Das kann doch nicht sein. Die wissen wohl nicht, dass in diesem See Elkan Meyer, Blub und Sea-Eater ist. Ey, vielleicht findet das Ganze auch nur in unseren Köpfen statt. Vielleicht sind wir ein Psychopathen. Das kann doch nicht sein. Die Drohne lügt nicht. Du siehst doch alles, was hier Ihr ist. seht doch auch, oder bilden wir uns das nur ein? Leute, wenn ihr das auch seht, deshalb lasst ein Like da. Bitte helft uns. Seht ihr das auch? Natürlich seht ihr das, oder? Ey, umso mehr Likes, umso mehr wissen wir, dass ihr das auch seht, was wir sehen. 100%ig. Ey, krass, Flexi, Mann. Ich glaube, ich bin der Mann. Ich bin 2000 Likes ist ja auf jeden Fall drin. Ja, auf jeden Fall safe, Mann. Im anderen Video hatten wir 8.000 bis 10.000. Das heißt, das
wahr. Alles ist hier wahr. Natürlich! Wir würden doch die Drohne nicht auspacken und über den See fliegen, wenn da nichts passieren würde. Da hat jemand unser Tretboot vom Intro. Wenn ihr mal das Intro anschaut von dieser Folge, da hatten wir auch dieses rote Tretboot. Das haben wir doch gerade erst abgegeben. Wow, wow, das Blut! Oh nein! Das Blut! Pass auf! Was geht denn hier? Na, oh! Oh mein oh Gott! Mein Gott! Oh mein Gott! Der ist das Oh Tretboot! mein Gott! Oh mein Gott, der hat das Tretboot und Blut gegen... Und Blut! Das Tretboot ist weg, Freunde! Das war unser Tretboot. Warte mal. Erst hat Seeeater El Kranmaya gegessen, jetzt hat Seeeater Blut gegessen und das Tretboot. Und das Tretboot. Das war unser Boot. Aber wir waren nicht drauf natürlich, Mann. Natürlich nicht, weil wir an Land gegangen Das hat sind. sich jemand anders genommen. Leute, Wir haben das Boot abgegeben. Flexi, das hätten wir sein können, Mann. Das waren wir, aber wir sind ja zum Glück an Land. In nomine Patre, Mann. Ich glaube es gar nicht, Alter. Leute, Alter, wie krass ist das? Wir haben einen Schutzengel, wir haben 1000 Schutzengel. Seeeater hat sozusagen unser Boot und Blut gegessen. Und davor noch El Kranmaya. Seeeater versus El Kranmaya, Mann. Wow. Was geht denn jetzt ab? Okay, Flex, Niemand ich ist würde sagen, mehr wir dort, fliegen oder? zurück zu Land. Wir müssen sofort die Drohne zurück zum Land fliegen. Wir müssen, Das kann doch nicht sein, oder? Wir haben unser Boot gegessen. Fliegen wir Unser jetzt auf Boot. die Straße, Auf Mann. diesem Boot waren wir drauf. Leute, wir fliegen jetzt zurück zur Straße. Wow! Oh nein! Die kommen an Land! Nein! Alle die kommen an Land! Die kommen an Land! Die kommen an Land!